Die Oder. In weiten Abschnitten bildet sie die Grenze zwischen Polen und Deutschland. Ihr großteils frei fließender Flusslauf verbindet Tschechien, Schlesien und Brandenburg mit der Ostsee. Im Hochsommer 2022 wurde sie Schauplatz eines beispiellosen Massensterbens von Fischen, Muscheln und Schnecken. Der Grund für diese ökologische Katastrophe wurde zunächst bei Umweltgiften wie zum Beispiel Quecksilber vermutet. Doch bald konnten WissenschaftlerInnen am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei IGB die Mikroalge Prymnesium parvum im Wasser der Oder nachweisen, die eigentlich im Brackwasser heimisch ist. Sie hatte sich massenhaft in der Oder ausgebreitet und ein Gift gebildet, das Organismen zum Verhängnis wurde, die mit Kiemen atmen. Was ist das Besondere an dieser winzigen Alge? Wie konnte sie sich in einem Süßgewässer wie der Oder ausbreiten? Und wie konnte der Einzeller ein so tödliches Gift bilden? Forschende des Oder-So-Projekts widmen sich diesen Fragen. Was mich persönlich an Prymnesium parvum fasziniert, ist, dass das ein so kleiner Organismus ist, den man mit bloßem Auge ja gar nicht sieht, aber so einen unheimlich großen Einfluss auf das Ökosystem Fluss hat. Die Auswirkungen der Katastrophe sind wirklich massiv gewesen. Wir reden über einen Einbruch im Fischbestand von ungefähr 40-50% der Biomasse. Schlimmer noch ist es bei den Großmuscheln gewesen. Das sind bis zu 80% der Bestände eingegangen. Und bei den Schnecken ist es nicht mal quantifiziert worden. Carla Münzner forscht am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin nach den Ursachen, die zur folgenschweren Massenentwicklung von Prymnesium parvum geführt haben. Also umgangssprachlich ist Prymnesium parvum eine Alge. Sie ist sehr klein, ungefähr 10 Mikrometer groß. Die Alge kommt eigentlich aus dem Meer. Also eigentlich ist der Lebensraum eher salzig. Obwohl die Oder eigentlich Frischwasser ist, kommt sie dort immer noch gut zurecht. Dort ist einiges an Salz drin, was aus der Industrie kommt und aus den Kohlegruben. Und dadurch wird es zu einem Lebensraum, in dem die Alge gut einwandern kann. Auch weil es nach 2022 weitere Massenentwicklungen von Prymnesium in der Oder gab, die nicht zu einem großen Sterben geführt haben, ist den WissenschaftlerInnen heute klar, wächst Prymnesium massenhaft, muss das nicht zwangsläufig auch zu einer hohen Giftproduktion führen. Gerade deshalb ist eine genaue Beobachtung der Wasserqualität notwendig, weiß auch Constantia Lewertz vom IGB. Wenn wir die Wasserproben nehmen, geht es uns in erster Linie darum, einen Überblick zu bekommen über den Zustand, wie es jetzt gerade aussieht, das Wasser. Das Toxin, das können wir tatsächlich nachweisen. Ich arbeite mit dem LC-MS, das ist eine Flüssigchromatographie, Art und Weise. Da kann ich anhand von Extraktionen herausfinden, ob wir viel von diesem Prymnesium parvum in der Probe haben oder nicht. Mit ihrer Giftproduktion hat die Alge zu einem beispiellosen Massensterben geführt. Dabei gilt der vorliegende Prymnesium Typ B als der am wenigsten giftige. Doch wie wirkt das Prymnesin, das Algengift, und wie konnte es zu diesen verheerenden Schäden kommen? Jörn Gessner untersucht am IGB die Giftwirkung der Alge und hat herausgefunden, dass diese nicht immer gleichbleibend ist. Im Normalfall würde die Alge Photosynthese betreiben. Sie würde sich Stickstoff aus dem Wasser ziehen, würde damit praktisch über die Photosynthese organisches Material aufbauen. Wenn wir eine Imbalance zwischen dem Stickstoffgehalt im Wasser und dem Phosphorgehalt haben, das heißt, die Alge in irgendeiner Form unter einen Ernährungsstress kommt, ist sie in der Lage, Gift zu produzieren, ein sehr komplexes Gift, um sich die Nährstoffe von anderen Tieren zu organisieren, indem sie Gewebe dieser Tiere anlöst, was sekundär dann zum Tod der Tiere führt, wenn die Rahmenbedingungen halt schlecht sind. Wir wissen, dass es 2 Sachen gibt, die das Gift macht. Einmal verschleimt es die Kiemen, also es wird dann schwieriger für die Fische, dadurch Wasser und auch Sauerstoff ordentlich aufzunehmen. Und dann, wenn es im Fisch ist und ins Blut kommt, dann zerstört es auch die roten Blutzellen. Die sind ja dafür da, dass der Sauerstoff weitergetragen wird. Und dadurch ersticken die Fische dann praktisch von innen durch die roten Blutkörperchen und auch von außen durch die verschleimten Kiemen, vermuten wir. Eine Antwort auf die Frage, was die Toxizität der Alge auslöst, könnte ein Blick in ihr Genom liefern.
Heiner Kuhl war an der Entschlüsselung des Gencodes von Prymnesium beteiligt und hat dabei neue Erkenntnisse über den faszinierenden Einzeller gewonnen. Wir haben diese Alge mit modernsten Technologien sequenziert, das heißt das komplette Erbgut bestimmt. Eine unserer schönsten Entdeckungen im Genom, in der Genomsequenz war, dass wir sozusagen die Toxinstruktur mit der Genstruktur korrelieren konnten. Und wir können jetzt sozusagen Expressionsunterschiede messen. Wie stark produziert die Alge dieses Protein, was das Gift herstellt? Und das versuchen wir jetzt momentan gerade in Experimenten zu untersuchen, unter welchen Umweltbedingungen die Alge vermehrt das Protein bildet, was später das Toxin produziert. Projektleiter des Oder-So-Projekts Martin Pusch vom IGB ist sich der Bedeutung des Forschungsprojekts bewusst. Das Oder-So-Projekt hat 13 Teilprojekte. Die Teilprojekte reichen von der Koordination und Datenhaltung über Wasserchemie bis zu den verschiedenen Organismen, die natürlich betrachtet werden müssen, und dann eben auch hin zu integrativen Aspekten wie eben Auenökologie oder eben auch die Ökosystemleistungen von Flüssen und welche Handlungsoptionen eben speziell für die Oder bestehen, um die Oder für die Zukunft fit zu machen. Das Sonderuntersuchungsprogramm Oder-So lässt Schlüsse zu, die enormen Handlungsbedarf erkennen lassen, wenn wir die Oder als intaktes Ökosystem erhalten wollen.